4. Rallye Dakar kehrt am 31. Dezember 2023 zurück nach Saudi-Arabien. Die weltbesten Offroad-Rennfahrer müssen 5000 Rennkilometer und 14 Wertungsprüfungen bewältigen, bevor sie am 15. Januar in Dammam am Arabischen Golf ankommen. Nach mehr Dünen und potenziellen Tücken als je zuvor. Hier ist alles in Kürze, was du über die Rallye Dakar 2023 wissen musst. Die Dakar ist der Höhepunkt des Rallye Raid Kalenders. Rallye Raid, auch bekannt als Marathon Rallye, ist eine Form des Langstreckengeländerennens, die über mehrere Tage ausgetragen wird. Das Rennen besteht aus einer Etappe pro Tag und mindestens einer Sonderprüfung, die auch mal mehrere 100 Kilometer lang sein kann und sowohl auf der Straße oder im Gelände stattfinden kann. Die Gesamtstrecke beträgt mehrere 1000 Kilometer, die Veranstaltung erstreckt sich über einen Zeitraum von 10 bis 15 Tagen. Die Wertung jeder Etappe setzt sich aus der auf der Wertungsprüfung erzielten Zeiten und eventuellen sportlichen Strafen zusammen. Das Rennen erfordert eine präzise Navigation, die mit Hilfe eines Roadbooks erfolgt, das von den Organisatoren zur Verfügung gestellt und am Start jeder Etappe ausgehändigt wird. Die Startreihenfolge jeder Wertungsprüfung richtet sich nach den Zeiten vom Vortag. Einschließlich etwaiger Sportstrafen, zum Beispiel für Geschwindigkeitsüberschreitungen in den Verbindungssektoren oder fehlende Wegpunkte. Das Abenteuer der Rallye Dakar hat seine Ursprünge im Jahr 1977, als sich der französische Motorradrennfahrer Thierry Sabine während der Rallye Abidjan-Nizza mit seinem Motorrad in der libyschen Wüste verirrte. Nachdem er sich einen Weg aus der Wüste gebahnt hatte, war der Franzose entschlossen, ein Rennen zu entwerfen, das auf seinen Erfahrungen aufbaut, mit einer Route, die in Europa beginnt, nach Algier führt, Agadez durchquert und schließlich in Dakar endet. Seitdem wurde die Rallye Dakar sowohl in Afrika, Südamerika als auch in Saudi-Arabien ausgetragen. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Rallye Dakar 2023 und unseren täglichen Berichterstattungen.